Wie würden Sie Ihre Forschung jemandem an der Bushaltestelle erklären? Also ich würde sagen, ich bin ein Herzfotograf und kann sehr genau ins Herz hineinschauen. Also ich bin Kardiologe und spezialisiert in der kardialen Bildgebung. Kardiale Bildgebung heisst, es ist nicht invasiv, also man macht ein Foto vom Herz, ohne dass man ins Herz rein muss, ohne Katheter, ohne Biopsie, ohne Operation. Der Vorteil ist, dass man mit dieser nicht invasiven Herzfotografie, sage ich jetzt mal, kann die Funktion vom Herz anschauen, wie gross sind die verschiedenen Kammern im Herz, man kann die Herzkranzgefäße anschauen, sehr genau. Man kann eine Herzklappe beurteilen. Man sieht zum Beispiel, ist die verkalkt, ist die verengt. Das ist unser modernstes CT-Gerät, das wir haben, sozusagen unser Herzfotograf. Und die Umdrehgeschwindigkeit von dem CT ist sehr hoch. Warum ist das wichtig? Das Herz ist ein Organ, das sich bewegt, im Unterschied zu der Leber oder zum Hirn. Darum ist natürlich so eine hohe Leistungsfähigkeit wichtig. Dank der KI haben wir die CT-Bilder analysieren und identifizieren die verschiedenen Fettkompartimente, die verschiedenen Organe, Muskeln, Knochen, also die ganze Körperzusammensetzung haben wir analysieren. Und der holistische Ansatz mittels KI erlaubt uns viel bessere Prognosen zu machen bei diesen Patienten. Und das ist absolut neu. Also mit dieser Forschung, insbesondere mit der künstlichen Intelligenz im Bereich der Bildgebung, aber auch generell in der Kardiologie, wird sich sehr viel verändern. Ein Ansatz ist zum Beispiel der digitale Zwilling. Das heisst, man macht eine virtuelle Kopie vom Patienten. Und man tut jede Therapie vorher wie simulieren. Und aufgrund von dem kann man nachher entscheiden, ob das ideal ist oder nicht. Was heisst es für den Patienten schlussendlich? Er bekommt sehr eine personalisierte Therapie. Und das ist bis jetzt natürlich nicht immer der Fall. Man weiss nicht, ob jetzt der Patient tatsächlich von dieser Tablette oder von dieser Intervention profitiert. Und das wird für den Patienten natürlich massiv sich verändern und verbessern. Wenn Ihre Forschung eine Schlagzeile wäre, wie würde sie lauten? Ja, KI und die künstliche Intelligenz und kardiale Bildgebung, ein Duo, das Leben rettet.